Ich habe eher die 70er Jahre im Blick. Inflation, und zwar eine gehörige Inflation. Donald Trump hat nur etwas angestochen, was bereits auf dem Weg war. Das ist ein Platzen der, wie ich es nenne, größten Blase aller Zeiten. Mal schauen, was weiter passiert. Ja, es ist auf jeden Fall der Trend der Aktien nach unten eingeschlagen und der wird meines Erachtens noch viele Jahre andauern und durch diesen Handelskrieg kann das Ganze noch verschärft werden. Donald Trump crasht die Märkte und es ist einiges in Bewegung und das wird natürlich auch unser heutiges Thema sein, beziehungsweise auch der Schwerpunkt Edelmetalle. Und zwar auch in diesem Bereich wird sich der folgende Mann sehr, sehr gut und kompetent kümmert. Wir haben den bekannten Finanzanalysten Dimitri Speck heute mit dabei. Er ist mehrfacher Autor, der sich auch auf Marktzyklen und Edelmetalle spezialisiert hat. Ja, lieber Dimitri, schön, dass du bei uns heute mit dabei bist. Ja, vielen lieben Dank und herzlich willkommen an alle Zuseher. Ja, kommen wir gleich zum Punkt oder so auf die aktuellen Themen zu sprechen. Es passiert ja einiges an den Finanzmärkten. Wie siehst du das? Wie interpretierst du das, was wir aktuell angestochen sozusagen durch Donald Trump sehen? Also Donald Trump hat nur etwas angestochen, was bereits auf dem Weg war. Das ist ja ein Platzen der, wie ich es nenne, größten Blase aller Zeiten. Das heißt, wir haben bereits vorher einen Abwärtstrend an den Aktienmärkten eingeschlagen gehabt in den USA, auch global, sogar schon länger, seit 2021. Auch wenn man die Immobilienpreise berücksichtigt, bereits seit 2021. Wir haben ganz einfach einen Grundtrend gehabt seit den 1980er Jahren, der auch praktisch alle Anleger geprägt hat, nämlich dass es immer nach oben geht. Ja, und dass nach jeder Korrektur es weiter nach oben geht. Und dieser Grundtrend hing auch mit fallenden Zinsen zusammen und mit einer steigenden Verschuldung. Und dieser Grundtrend ist eigentlich gebrochen. Wir haben jetzt steigende Renditen schon seit mehreren Jahren und die Defizite geraten außer Kontrolle, was einfach auch normal ist in einem völlig überschuldeten System. Und da hat jetzt Trump sozusagen einen Lösungsversuch gestartet, der aber in meinen Augen völlig und nicht nur in meinen Augen völlig ungeeignet ist, nämlich indem er eben diesen Handelskrieg anfängt. Damit hat er einfach einen Anlass gesetzt für die Aktien, jetzt so noch mal stärker zu fallen, dann auch zu korrigieren, als er seine Maßnahmen teilweise, ja, zurückgenommen und beschränkt hat, also 'n Moratorium gesetzt hat. Ja, und aber wie gesagt, damit kriegt er das Defizit, auch das Außendefizit nicht geregelt. Dazu müsste er wirklich auch an der Priorisierung des Dollars rütteln. Das will er ausdrücklich nicht und insofern mal schauen, was weiter passiert. Ja, es ist auf jeden Fall der Trend der Aktien nach unten eingeschlagen und der wird meines Erachtens noch viele Jahre andauern und durch diesen Handelskrieg kann das Ganze noch verschärft werden. Ja, das ist objektiv so, das haben Handelskriege, bringen das mit sich. Mhm. Dann gibt es verschiedene Szenarien oder und vielleicht was ist für dich persönlich das wahrscheinlichste Szenario, was jetzt passieren wird? Also, wie ich heraushöre bei dir, du gehst nicht davon aus, dass das jetzt ein paar Wochen ist, sondern dass sich das über Monate beziehungsweise Jahre ziehen kann. Also, wir müssen hier differenzieren zwischen dem Handelskrieg und dem Platzen der Blase. Ja, und der Handelskrieg selbst, der kann im Prinzip binnen weniger Monate beigelegt sein, ja, indem er einfach gesichtswahrend, sozusagen hier ein paar Agreements findet und dann wird alles zurückgenommen oder es bleiben irgendwelche 10-prozentigen Zölle oder so. Wir hatten ja solche Geschichten historisch. Wir hatten sie ja auch unter der ersten Trump-Administration, wenn auch deutlich geringer damals. Wir hatten sie unter Nixon. Ja, damals wurde auch das böse Ausland beschuldigt, nicht China damals, sondern Deutschland und Japan. Also das ist nicht das erste Mal in der Geschichte. Er kann ja auch innenpolitisch das wahrscheinlich nicht durchhalten, weil die Industrie betroffen ist, weil der Konsument betroffen ist, weil nach einer Schätzung jetzt von einer amerikanischen Großbank bei diesen Tarifen das US-Wirtschaftswachstum, also die US-Wirtschaft um 2% getroffen würde, die chinesische um 0,5%. Das ist also ganz anders, als Trump selbst denkt, dass er sozusagen am längeren Hebel säße. Ja, also das ist durchaus möglich, aber die Börse selbst ist übergeordnet. Ja, die hängt damit zusammen, dass die Aktienkurse
relativ hoch bewertet sind, also so hoch wie 2021 und höher als 2000, wenn man einfach den Wert aller Aktien nimmt, das ist das direkteste Bewertungsmaß und gegen die Wirtschaftskraft setzt, also das BIP, dann haben wir extrem hohe Bewertungen und die müssen erstmal runter. Die sind unrealistisch, dass die einfach so weitergehen. Wir haben historisch aber auch mal gesehen, dass die Notenbanken das machen, was sie am besten können, und das ist Geld drucken. Und da hat sich immer wieder gezeigt, okay, und dann ging das auch wieder richtig nach oben. Die Feuerkraft der Notenbanken, ja, hat immer wieder zu steigenden Kursen dann auch geführt letztendlich. Könnte es nicht letztendlich genauso dieses Mal wieder sein? Ja, theoretisch ja, aber wahrscheinlicher ist es, wenn die Gelddruckerei jetzt einfach unbegrenzt weitergeht, wozu ja dieser Handelskrieg 'n Anlass bietet, dass wir dann eher eine Konsumentenpreisinflation sehen als einen weiteren Anstieg der bereits extrem hohen Anlagepreise. Ja, das ist wir haben ja auch wobei das aktuell gar nicht genau bekannt ist, was die Hintergründe sind. Wir haben ja auch steigende Renditen in diesem schwachen Aktienmarkt gehabt. Jetzt, als die Aktienmärkte so stark runterkamen wegen dieser Importzoll-Ankündigung durch Trump, wäre das eigentlich ein Anlass gewesen, für die Anleihen deutlich zu steigen, weil die ja als sicherer Hafen gelten. Und tatsächlich sind sie, die Zehnjährigen beispielsweise, von 4,2 auf 4,5% etwa gestiegen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ja, ein Abfluss aus dem Dollar, auch ein Abfluss aus den Anleihen. Jetzt müssen wir versuchen, das zu interpretieren. Was sind die Gründe? Genannt wird primär US-Hedgefonds, die hier ein spezielles Spread-Trading-Modell laufen lassen. Genannt wird auch Japan. Wir hatten einmal die Abflüsse während der Überseezeit, sage ich mal. Ja, da wird Japan und der Carry Trade, der Yen Carry Trade dann möglicherweise dahinter stehen. Auch China wurde genannt. Ja, die Chinesen haben, also chinesische Akademiker haben auch schon, ob im offiziellen Auftrag oder nicht, Anspielungen gemacht, dass die Chinesen ja sehr viel Treasuries halten, die sie verkaufen könnten. Kann man hier nur rein interpretieren. Also das hängt als Bedrohung auch im Raum, wobei ich nicht glaube, dass die Chinesen das jetzt gemacht haben. Ja. Das sind so verschiedene Adressen, die konkret dahinter stecken könnten, aber es ist ganz allgemein natürlich auch ein Misstrauensvotum gegenüber dem Dollar und gegenüber Dollaranlagen. Das fing ja schon unter der Biden-Administration an, dass durch die Sanktionierung der russischen Guthaben, ja, in Höhe von 300 Milliarden, das meiste übrigens in Euro, nicht in Dollar, aber immerhin ging das von den USA aus, die USA begonnen haben, ihre gute Reputation als fast immer sicherer Hafen für Geldanleger. Die haben sie sich ja seit dem Zweiten Weltkrieg mühsam aufgebaut, diese Reputation, dass sie die bestätigt haben. Und wenn sie sich jetzt so offenkundig an wichtige Abkommen, nämlich Handelsabkommen sind ja wichtige, nicht halten, ja, dann steigert das Misstrauen natürlich noch weiter. Das ist schon eine Lage ähnlich wie in den 70er Jahren, als die damalige Nixon-Administration einfach dafür gesorgt hat, dass die ganze Welt den Amerikanern misstraut hat. Das geht in dieselbe Richtung. Also Trump möchte etwas Wichtiges erreichen, nämlich das Außendefizit abzubauen, das Handelsungleichgewicht abzubauen, das Leistungsbilanzdefizit abzubauen, auch den Mangel an Industrialisierung in den USA wieder aufzubauen. Das sind alles wichtige Ziele. Das nenne ich auch seit vielen Jahren übrigens, was die Amerikaner machen sollten. Aber das Mittel, das er ergreift, was ja damit zusammenhängt, dass er sozusagen im Ausland die Bösewichter sieht, ähnlich wie in den 70er Jahren übrigens unter Nixon, damals der Finanzminister, der hat auch gesagt, dass die Ausländer, die Amerikaner, damals eben Deutschland und Japan über den Tisch ziehen würden, weil sie mehr exportieren als importieren. Dabei ist es ja nicht so. Es heißt einfach, dass die Amerikaner mehr Waren kriegen gegen Papier. Also eigentlich profitieren ja die Amerikaner davon. Wie auch immer, Trump und seine Administration übernehmen jetzt diese Argumentation und das führt ganz grundsätzlich eben dazu, dass ein Dollar-Misstrauen nochmal ausgeweitet wird, was bereits im Raum steht oder stand. Das heißt, du gehst von einem ähnlichen Szenario aus wie 1929, große Weltwirtschaftskrise, dunkles Jahrzehnt, Deflation? Nee, ich habe eher die 70er Jahre im Blick. Ja, Inflation. Und so eine gehörige Inflation. Okay. Ja, aber letztlich ist es eine Entscheidung der Politiker und nicht von mir. Ja. Ja.
Und worauf wird es ankommen, deiner Ansicht nach? Was sind die Zeichen, die es zu deuten gilt und wo es aufzupassen gilt? Es wird nicht einfache Zeichen geben. Ja, es kann zum Beispiel deutlich scharfe Rückgänge am Aktienmarkt geben. Dazu kann es kommen. Ja, also ich möchte jetzt ungern das Wort Crash in den Mund nehmen, weil das ist so plakativ oder Krach. Ja, aber es kann natürlich scharfe Rückgänge geben. Es kann ähnlich wie in der Finanzkrise irgendwas bei Hedgefonds oder im Bankensektor geben, was krisenartig ist. Ja, auch die Banken haben gewisse Probleme aktuell. Das kann alles sein, was eben deflationär wirkt, aber ich denke, die Zentralbanken werden hier sofort gegensteuern. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, wie fundiert es ist, Gerüchte, dass die FED schon vorbereitet ist auf ein richtig großes Finanzpaket, falls es zu einer Ausweitung der Krise kommen sollte. Ja, dass da Maßnahmen in den vergangenen Tagen und Wochen getroffen wurden. Ich rechne eben damit, dass die Tradition, die eben in den 1930er Jahren auch akademisch eben begann, dass man eben immer mit noch mehr Geld sozusagen jede Krise bekämpft, dass die einfach beibehalten wird. Kein Zentralbanker und kein Politiker möchte sich eine große Weltwirtschaftskrise sozusagen auf die Fahnen schreiben und damit in die Geschichtsbücher eingehen. Die werden einfach Geld drucken, im Zweifel Banken retten, Hedgefonds retten, das Finanzsystem retten und dann wird es eben auf eine Inflation rauskommen. Das ist schon meine Grundthese. Mhm. Hm. Jetzt in den letzten 2 Wochen gab es eine starke Gegenbewegung beim Dollar- und Euro-Kurs. Das heißt, der Euro nochmal deutlich stärker geworden, beziehungsweise der Dollar deutlich schwächer. Was passiert hier und wie bewertest du diese beiden Währungen in der Zukunft? Also was wir beim Anleihenmarkt gesehen haben, und ich sehe die Dollarschwäche hier einfach nur als sozusagen als Teilstück des Abflusses aus dem US-Anleihenmarkt, aus den als sicher geltenden US-Staatsanleihen. Das darf man nicht unterschätzen, diese Entwicklung. Ja, also wir haben ja sozusagen eine Sicherheitspyramide im Währungssystem. Also wir haben die Weichwährungen, ja, dann haben wir die härteren Währungen, da wird der Euro noch dazu gezählt, dann haben wir den Dollar und dann haben wir Gold. Ja, das ist sozusagen die Stabilitätspyramide. Und ein Misstrauen gegenüber dem Dollar oder gegenüber Dollaranlagen, wie wir es jetzt bei den Treasuries gesehen haben, das ist schon ziemlich, ja, in den letzten Jahrzehnten haben wir das so nicht gesehen. Also in den Crashs, in allen Crashs und Finanzkrisen und so weiter gab es einen Fluss in den Dollar, in die Treasuries. Und hier hatten wir einen scharfen Aktienrückgang und dann Mittelabflüsse aus den Treasuries. Also das ist in meinen Augen eine ganz ein entscheidender Paradigmenwechsel womöglich. Ja, und diese Abflüsse betreffen auch den Dollar. Also wir haben ja eine scharfe Aufwärtsbewegung zum Beispiel des Schweizer Franken auch gegenüber dem Dollar gesehen. Ja, die kleine Schweiz muss jetzt noch mehr Fluchtmittel aufnehmen, ist vielleicht auch nicht der klügste Schritt von Anlegern. Ja, weil die Volkswirtschaft natürlich hier überdimensional viele Mittel schon hat. Bereits jetzt hatten, wenn jetzt noch mehr reinfließen. Aber das zeigt, dass ganz einfach ja, es ist ein Misstrauensvotum Mhm. gegenüber dem US-Finanzmarkt. Oder zumindest die festverzinslichen Wertpapiere und dem Dollar. Ja, Misstrauensvotum passt auch gut zu dem Thema Edelmetalle und das ist ja auch einer deiner persönlichen Schwerpunkte. Wir hatten ja wie bei, sagen wir, Crash-Szenarien üblich gesehen, erstmal ging es mal ein bisschen nach unten, jetzt ging es auch wieder nach oben. Was erwartest du? Wir haben All-Time-High bei Gold. Ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, auch mal Gewinne mitzunehmen, teilweise zu verkaufen oder kommt das Beste erst noch? Also die Goldhorse ist, wenn man es historisch anschaut und sie zum Beispiel vergleicht mit der 70er Jahre, wo wir einen Anstieg von 35 auf 850 in der Spitze hatten. Also ja, wie viel Prozent sind das? Deutlich mehr, als was wir jetzt gesehen haben. Auch die Bewegung zwischen 2001 und 2011, damals von 251 auf 1950. Das war auch prozentual deutlich mehr als die jetzige Bewegung, die, je nachdem, wo man jetzt den Startpunkt setzt, bei etwas über 1000 oder bei 1000, wann war das, vor 2, 3 Jahren dem Kurs, bis jetzt eben 3100 oder so. Das war noch relativ wenig. Da kann noch viel, viel mehr kommen. Also ich sehe hier keinen großen Anlass,
Es kann immer eine Korrektur kommen. Ich sehe keinen Anlass hier anzunehmen, dass die Goldhause vorbei ist. Meines Erachtens wird sie noch viele Jahre anhalten. Gut, ja. Dimitri, vielen herzlichen Dank. Spannende Einblicke in das aktuelle Geld- und Finanzsystem. Das heißt, auch bei dem Thema Edelmetalle, das noch weiter beobachten. Für diejenigen, und das ist vielleicht noch die abschließende Frage, für diejenigen, die hier noch gar nichts gekauft haben, das heißt, jetzt auch nochmal einsteigen, weil die günstigsten Preise sind es nicht, aber Potenzial gibt es noch. Das heißt, was würdest du jetzt jemandem raten, der noch gar keine Edelmetalle hat? Also ich rate ganz einfach jedem Anleger, sich bewusst zu machen, dass wir in ein neues Anlageumfeld eingestiegen sind. Wir hatten ein Anlageumfeld fallender Renditen und steigender Anlagepreise, also Immobilien und Aktien, von etwa 40 Jahren Dauer, und wir sind jetzt in einem Umfeld steigender Renditen, steigender Inflationsraten, steigender Gold- und Silberpreise, das auch einige Jahre noch anhalten wird, bis das Schuldenniveau meines Erachtens durch Inflation und so relativ hohe Inflationsraten eben zurückgeführt sein wird. Das ist ein Szenario, das mein Hauptszenario darstellt. Es sind auch andere Szenarien möglich. Das ist klar, aber auch in anderen Szenarien wird Gold wahrscheinlich ziemlich gut abschneiden. Und ich sehe Gold als die beste Anlageklasse der kommenden Jahre. Ich kann auch kein genaues Timing jetzt machen. Es kann, wie gesagt, jederzeit eine Korrektur kommen. Aber ich würde auf jeden Fall hier meinen Fuß in dem Markt drin haben, und zwar nicht zu knapp, auch nicht alles natürlich. Aber das entspricht einfach dieser Einschätzung, dass die Aktien sehr teuer sind, dass eine Geldentwertung vor uns steht, also damit auch festverzinsliche Anlagen gefährdet sind. Bei Immobilien haben wir eben auch eine hohe Bewertung. Wie gesagt, einzelne Aktienmärkte oder einzelne Aktien, einzelne Immobilien oder so, möchte ich gar nichts dagegen sagen. Aber meine Grundtendenz, Erwartung für die Zukunft ist, dass Gold vor allen Dingen, aber auch Silber beispielsweise, sehr gut abschneiden werden in den kommenden Jahren, dass das erst der Beginn war. Und das ist etwas, was ich einfach, was ich jedem mitgeben möchte, diesen Ausblick. Wunderbar, vielen Dank. Das an der Stelle vielleicht immer erwähnen, wir haben dich ja auch bei den großen Edelmetallabend mit dabei. Das heißt, du wirst dort auch einen Vortrag zum Geld- und Finanzsystem mit beisteuern. Da freue ich mich sehr drauf. Jetzt hast du aber halt noch auch Silber als Metall erwähnt. Und ich glaube, das interessiert nämlich auch noch einige. Die Frage würde ich gerne noch anhängen. Das heißt, Ja. was siehst du grundsätzlich als interessanter und attraktiver im aktuellen Umfeld? Gold und oder Silber? Und wo sind die wesentlichen Unterschiede für den Anleger? Es sind ziemlich große Unterschiede. Silber hat sehr hohe Kosten, bringt sehr hohe Kosten mit sich für den Anleger. Das heißt, die An- und Verkaufsspanne ist sehr hoch. Man kann natürlich auch irgendwie in Zollfreilager gehen, da hat man dann eben höhere Kosten auch als bei Gold. Das ist so, aus diesem Kostenaspekt sehe ich Silber eher nur für die langfristige Anlage. Ich denke, dass wenn wir eine Edelmetalle-Horse haben, eine richtige, die auch die Anleger mitnimmt, da sind wir bei weitem noch nicht. Also wo auch die Stimmung euphorisch wird, dass dann Silber prozentual deutlich stärker steigen wird, gestiegen sein wird, sage ich mal, als Gold. Ja, das war auch historisch so, beispielsweise im Jahre 2011 oder auch im Jahr 1980, damals unter speziellen Bedingungen. Ja, das liegt ganz einfach daran, es gibt bei Gold sehr hohe oberirdische Bestände, weil Gold zum Beispiel von sehr vielen Anlegern und auch von Zentralbanken und so weiter gehalten wird. Deswegen gibt es hier auch Gewinnmitnahmen. Das ist bei Silber nicht. Silber ist viel marktenger. Und wenn hier eben sozusagen eine Euphorie in den Markt kommt, wenn wir also zumindest ein bisschen in die Blase kommen bei den Edelmetallmärkten, wo wir jetzt noch absolut nicht sind. Also die Anleger sind noch nicht im Markt drin. Es gibt verschiedene Indikatoren, die das zeigen. Zum Beispiel die Bestände an den Gold-ETFs und so weiter sind deutlich unter Hoch. Ja, also wir haben noch keine Edelmetall-Euphorie. Wenn die einsetzt, wird Silber prozentual deutlich stärker steigen. Das ist aber jetzt auch nichts gegen Gold gesagt. Gold ist viel ruhiger, Gold ist günstiger. Ja, was die Verkaufsspanne angeht zum Beispiel. Und Gold wird auch viel stärker von Zentralbanken gekauft. Das spricht auch für Gold. Also ich denke damit, dass am Ende der Edelmetallhorse in 10 Jahren oder wann auch immer
Silber prozentual deutlich stärker gestiegen sein wird als Gold, aber bis dahin kann Silber eben auch hin und wieder stärkere Einbrüche erleiden. Wir hatten es jetzt auch gesehen, als es mit den Zöllen war, da ist Gold nur ganz kurz und relativ wenig gefallen, Silber schon eine ganze Spur stärker. Was würdest du Anlegern empfehlen, wie viel Prozent sollte man Minimum haben an Edelmetallen? Darf ich das öffentlich sagen? Wie du möchtest. Ja, also ich denke, Sehr gerne, was deine Meinung ist dazu. Sehr gerne. ja, also ich habe nichts dagegen, wenn ein Anleger kommt und sagt, er hat 25% in Edelmetallen, dann sage ich nicht, du bist überdimensioniert investiert. Mhm. Okay, spannend. Lieber Dimitri, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke und Marktkommentare. Und ja, von dem her freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Wir haben beim großen Edelmetallabend. Link ist neben und unterhalb von dem Video. Gerne dort mit dabei sein, wenn wir auch noch viel intensiver auf dieses Thema Edelmetalle eingehen. Es ist ein sehr, sehr spannendes oder spannende Metalle im aktuellen Umfeld. Also es lohnt sich, einen Blick drauf zu werfen und das werden wir dann noch viel intensiver dort haben. Also wie gesagt, vielen Dank an dich, lieber Dimitri, und bis bald. Alles Gute.